Tief in den grünen Wäldern des Greenwood-Wildreservats schritt ein hagerer, schwarzer Leopard lautlos unter der gleißenden Mittagssonne. Neben ihm mühten sich winzige Junge, mit ihnen Schritt zu halten, ihre zarten Körper zitterten auf dem grünen Gras. Ihre Mutter war bei einer erfolglosen Jagd gestorben und hatte eine unersetzliche Lücke in der rauen Wildnis hinterlassen. Von da an musste der männliche Leopard eine Verantwortung tragen, die seiner Art nie zuteil geworden war. Die langen Tage des Hungers und Durstes zehrten allmählich an seinen Kräften und ließen seine goldenen Augen tief und müde erscheinen. Jeder Schritt war schwer, doch er trug die Entschlossenheit in sich, seine Jungen nicht im Stich zu lassen. Der Überlebensinstinkt trieb ihn, den tiefen Wald zu verlassen, auf der Suche nach dem Geruch von Menschen und einem Hoffnungsschimmer. In der gleißenden Mittagssonne des Sommers führte der schwarze Leopard seine Jungen an die zerbrechliche Grenze zwischen Wildnis und Mensch. Ein großes, klassisches, aber neues Holzhaus, eingebettet am Rande des Greenwood-Waldes, tauchte inmitten des saftig grünen Grases auf. Der schwarze Leopard blieb vor der breiten Veranda stehen und verharrte schweigend, als ob er über eine Entscheidung von Leben und Tod nachdachte. Die Jungen versammelten sich zu Füßen ihres Vaters, ihre Augen voller Neugier und Müdigkeit, völlig ahnungslos, was gleich geschehen würde. Im Haus machte Elena Moore in ihrer Alltagskleidung ein Nickerchen. Als sie an der Glastür vorbeiging, wurde sie plötzlich von einem blendend goldenen Blick von der Veranda empfangen. In diesem Moment schien die Zeit stillzustehen, Elena stockte der Atem vor urtümlichem Entsetzen. Sie erstarrte und erkannte, dass ein ausgewachsener schwarzer Panther sie durch das dünne Glas direkt anstarrte. Dahinter boten die winzigen Leopardenjungen ein Bild, das gleichermaßen erschreckend wie herzzerreißend war. Elenas Überlebensinstinkt ließ sie zurückweichen, ihre zitternden Hände verriegelten die Holztür hinter sich. Ihr Herz hämmerte, jeder Schlag hallte deutlich in dem stillen Haus wider. Hastig griff sie nach ihrem Handy und rief die Ranger des Greenwood Wildlife Reserve an. Elena zitterte, als sie versuchte, die Situation mit dem schwarzen Leoparden und seinen Jungen auf der Veranda zu erklären. Draußen zeigte der männliche Leopard keinerlei Anzeichen von Aggression oder Bedrohung für die Blockhütte. Er lag auf der Veranda, sein schlanker Körper entspannt in der hellen Mittagssonne. Die Jungen begannen herumzukrabbeln und tollpatschig auf dem hellen Holzdeck zu spielen. Die seltsame Szene erfüllte Elena mit Furcht und Unbehagen. Elena stand hinter der Glastür und beobachtete schweigend die Bewegungen der Leopardenfamilie auf der Veranda. Der männliche Leopard senkte den Kopf und leckte sanft ein Junges ab, eine langsame, instinktive Geste des Schutzes. Die Jungen beruhigten sich allmählich und schmiegten sich eng an ihren Vater, als suchten sie Wärme und Geborgenheit. Die grelle Mittagssonne warf klare Schatten auf den Holzzaun und den breiten Verandaboden. Kein Brüllen, keine erhobenen Krallen, nur Müdigkeit und Geduld. Elena begriff, dass der schwarze Leopard nicht gekommen war, um zu jagen oder anzugreifen. Es war wie ein erschöpfter Vater, der einen letzten Ort suchte, an dem er um Hilfe rufen konnte. In diesem Moment wich Elenas Angst allmählich tiefem Mitgefühl. Das Dröhnen des Rangerfahrzeugs durchbrach die Stille der sengenden Mittagssonne. 3 Ranger stiegen aus und beobachteten die Leopardenfamilie aus sicherer Entfernung. Sie bemerkten, dass der männliche Leopard ungewöhnlich dünn war und deutliche Anzeichen von Erschöpfung zeigte. Die Jungen kauerten eng an ihrem Vater und wichen ihm auch in Anwesenheit der Ranger nicht von der Seite. Ein Ranger bemerkte leise, dass der männliche Leopard nicht mehr lange durchhalten würde. Schnell erkannten sie, dass dies kein gefährliches Eindringen war. Dies ist ein stummer Hilferuf aus der Wildnis. Das Team begann, einen sorgfältigen und humanen Interventionsplan auszuarbeiten. Ein Ranger hob sein Betäubungsgewehr und zielte vorsichtig auf den schwarzen Leoparden. Elena kauerte im Haus, hielt den Atem an und verfolgte jede angespannte Sekunde. Der Schuss hallte trocken und scharf durch die Mittagsluft. Der männliche Leopard taumelte und versuchte, den Kopf ein letztes Mal zu seinen Jungen zu drehen. Dann brach er auf dem grünen Gras vor dem großen Holzhaus zusammen. Die Leopardenjungen versammelten sich sofort und stießen kleine, panische Laute aus.
Die Ranger näherten sich rasch, hielten dabei einen sicheren Abstand und bewegten sich vorsichtig. Erst dann wagte Elena, die Tür zu öffnen. Ihre Augen waren rot von Tränen, als sie die Szene vor sich sah. Der männliche Leopard wurde auf eine Trage gehoben und vorsichtig in eine Transportbox auf der Ladefläche des Trucks gesetzt. Die Leopardenjungen wurden aufgehoben. Sie wimmerten leise vor Angst und suchten nach ihrem Vater. Elena stand schwer im Herzen neben den Rangern, obwohl sie wusste, dass es die richtige Entscheidung war. Die friedliche Blockhütte wurde plötzlich zum Ausgangspunkt einer neuen Reise. Das Rettungsfahrzeug fuhr unter der sengenden Mittagssonne von der Veranda weg. Elena beschloss, das Team zurück zur Greenwood-Rangerstation zu begleiten. Sie wusste, dass sie die Leopardenfamilie nicht mittendrin im Stich lassen konnte. Von diesem Moment an war Elena nicht länger eine Außenstehende. In der Rangerstation des Greenwood-Wildtierreservats zog Elena ihren vertrauten Tierarztkittel an. Sie und ihre Kollegen brachten den männlichen Leoparden schnell in den Behandlungsraum. Die Untersuchungsgeräte liefen ununterbrochen unter dem hellen Licht. Die Tierärzte überprüften sorgfältig alle Vitalfunktionen des Leoparden. Die Ergebnisse zeigten keine schwerwiegenden Verletzungen. Die einzige Ursache war Erschöpfung durch anhaltenden Hunger und Durst. Elena atmete erleichtert auf, als sie die endgültige Diagnose hörte. Doch tief in ihrem Herzen wusste sie, dass der Genesungsprozess noch sehr lang sein würde. Im Pflegeraum wurden die Leopardenjungen von den Tierärzten gefüttert und mit Milch versorgt. Kleine Fläschchen wurden ihnen gebracht, und jedes Junge trank gierig, um seinen Hunger zu stillen. Elena saß neben ihnen und streichelte ihnen sanft über den Rücken, um sie zu beruhigen. Das rhythmische Saugen durchbrach die angespannte Atmosphäre. Zum ersten Mal seit vielen Tagen waren die Jungen satt und zufrieden. Sie schliefen allmählich ein und kuschelten sich auf dem weichen Kissen zusammen. Beim Anblick dieser Szene konnten viele Ranger ihre Gefühle nicht verbergen. Das zerbrechliche Leben kehrte langsam durch die einfachsten Dinge zurück. Nachdem der männliche Leopard wieder zu Bewusstsein gekommen war, wurde er in ein sicheres, naturnahes Gehege gebracht. Die Mittagssonne schien durch den Zaun und tauchte das saftige Grün des Grases in ein warmes Licht. Als er seine Jungen in der Nähe bemerkte, ging er sofort auf sie zu und umarmte sie. Ihre langsamen, liebevollen Gesten zeigten, dass er begriffen hatte, nicht mehr allein zu sein. Die Jungen kuschelten sich an ihren Vater und gaben leise Laute von sich. In diesem Moment schien alle Anspannung zu verfliegen. Elena und die Ranger standen in einiger Entfernung und beobachteten schweigend. Sie wussten, dass diese Familie endlich in Sicherheit war. In den folgenden Tagen wurde die Leopardenfamilie in Greenwood Wildlife Reserve liebevoll betreut. Dank artgerechter Ernährung und ausreichend Ruhe erholte sich der männliche Leopard allmählich. Die Jungen wuchsen Tag für Tag in der offenen, naturnahen Umgebung. Elena besucht die Jungen regelmäßig und beobachtet ihre Entwicklung aufmerksam. Sie glaubte, dass die väterliche Liebe dem männlichen Leoparden half, die Grenzen seiner Instinkte zu überwinden. Sobald die Jungen alt und stark genug waren, sollte der Plan, sie wieder in die Wildnis zu entlassen, umgesetzt werden. Der grüne Wald in der Ferne wartete noch immer auf ihre Rückkehr. Die Geschichte endet mit der Überzeugung, dass Mitgefühl zwei Welten verbinden kann.